Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei The Legend of Heroes Trails in the Sky. Wir sind im letzten Part hier in der Orbital Factory stehen geblieben. Und was wollen wir jetzt nochmal genau machen? Okay, hier geht's schon weiter, alles klar. Ich habe jetzt erstmal hier... Now it's time to move on to what you've both been waiting for, the qualification test. Pardon? Did you just say test? You can't honestly tell me that you forgot about the test again, can you? Didn't I remind you this morning? Now that you mention it, I vaguely remember some sort of talk along those lines at the breakfast table. Sometimes I fear for the future of the Bracer Guild and humanity. Oh well, no sense in worrying about that now. Let's head over to the testing area. You mean like now? I don't know if I'm ready for... How about a little less yopping and little more walking? Jetzt wird seinen Haaren herbeigezogen. Joshua, help me! Mr. Melders, Freddy, thank you all for your help. Don't mention it, and good luck with that test of yours. We'll be rooting for you. I'm going to remember that you left me high and dry like this, Joshua! All your training has finally come down to this. Your qualification test will begin here. I expect to see you both use what you've learned up to this point. Understood. What's wrong, Estelle? Shara? What now? I was kind of wondering, but is there nothing to be... Is there not going to be a paper test or something? Did Cassius drop you on your head as a child or something? You just read what I said on the bulletin board not that long ago, right? Yeah, and I even made you jot down kenne ich ja gar nicht. Jot down what you read in your Bracer notebooks, unless you forgot that too. I'm pretty sure the job listing mentioned searching for and retrieving an item from the Zeros. Ringing any bells yet? What a relief. Oh, divine Adius. I give thanks to the Thee for thy infinite grace in bestowing upon us such a wonderful gift as Zeros. So, what you're really saying is that you thought it was a paper test? No wonder you were acting all crazy back at the Orbital Factory. I can already feel the nostalgia. All those horrible days stuck in the classroom are starting to feel like grand memories indeed. I'm really starting to wonder if we'll be able to graduate after all. What's wrong with you? Why do you have to go and say something like that when I'm trying to reminisce about positive things? Alright, that's enough jabbering, you two. This is supposed to be a test, so how about the both of you try to look at least a little anxious? Just so you know though, if you do happen to flunk the test, you don't even want to imagine the kind of homework I have in store for the both of you. We'll be fine. Just tell us what you want us to do and let us loose. Well, if you're so confident, then how about proving that you're not just blowing hot air with the results of your test? Anyway, as you both saw on the bulletin board, this test will be search conducted in Roland sewers. Your objective is to retrieve the contents of a chest, which has been placed somewhere within that area. The layout of the sewers is extremely simple, so you don't need to worry about getting lost either. However, there are real living, breathing monsters down there, so if you get careless and let your guard down, you will be sorry. Also, let me give you this before I forget it. Tierbalm ist sowas wie ein Heilungstrank quasi. Glaube ich der lowste Heilungstrank von den möglichen. So wie Tier und Tiara, wie wir das im letzten Part bei den Spells gesehen haben, gibt es auch Tierbalm und Tiarabalm und so. Und die sind halt in der Reihenfolge, heilen dann halt einfach mehr HP. Monster Guide ist wahrscheinlich, da kann man dann für die Monster was nachlesen. What's this book for? It's called a Monster Guide and it's used to record information about monsters and other opponents you meet. Whenever you figure out an enemy's attributes, you should make an immediate note of it in there. Sounds pretty straightforward to me. He who controls the flow of information controls the tide of battle, right? That's exactly what I'm saying. You've got a really good head on your shoulders, Joshua. That's some pretty useful advice. Thanks for the tip, Shara. We'll put it to good use. Alrighty then, let's get pumped and knock out this test. Let's
Don't forget though that this is an exam. We should make sure we treat it as such. Gut. Also in der Höhle ein Item wieder bekommen. Haben wir denn jetzt eigentlich hier bei den Orbmans schon... Ja, hatten wir schon, genau. Gut, dann let's go. Da ist schon ein Monster. There appears to be a recovery point set up to there. Let's use it if our HP and EP become low before engaging in any further battles. Orbman charging stations are recovery points set up in dangerous areas. As a recovery point is approached, Ausrufezeichen mark will appear and 2 choices will be displayed by pressing the OK button. By selecting the rest option, all HP and EP will be restored. Sounds like a plan to me. Genau, man kann hier hingehen und dann machen wir hier einmal Rest. Ist auch die gleiche, das ist fast die gleiche Melodie wie in Trails of Cold Steel. Gut, also HP und EP wieder vollständig. Was CP sind, werden wir gleich noch lernen, aber HP und EP können wir an so einer Station wieder vollständig aufladen. Und hier haben wir jetzt ein Monster. Das erste. Monsters at 12 o'clock. Be careful not to let them take advantage of your blind sight. Got it. Monsters cannot be seen from far away. They will become visible as you approach them. The conditions at the start of a battle will change depending on how a monster is engaged. Engaging an enemy from behind is advantageous, while being attacked by an enemy from behind is disadvantageous. Richtig. Wenn wir von hinten angreifen, haben wir einen Vorteil, und wenn sie uns von hinten angreifen, haben sie einen. Battle Order Bar. Indicates who attacks first. It starts from the top and moves down. Genau, die Reihenfolge, in wie wir angreifen. So. Achso, Art und Craft können wir noch gar nicht benutzen. Für jetzt scheinbar ein ganz normaler Angriff. Attack an enemy. You may also use it to move if you are using a mouse and click an empty location. The highlighted area indicates the distance a character can move. Selecting a target in this area will move the character to attack. When an enemy is out of range, an icon will appear on your cursor. Selecting an out of range target will move the character as close to it as possible, but no attack will be performed. Genau, der ist out of range, da kommen wir nicht hin. Da kommen wir schon hin, also zack, hier geben wir ihm mal eine mit, 45 Damage, sehr nice. Gut, kommt er da? Ne, er kommt da auch nicht hin, aber hier kommt er hin. Zack, mit seinen beiden Schwertern da. Okay, die Gegner machen noch nichts, die greifen uns aus irgendeinem Grund noch nicht an. Vielleicht war jetzt... Hä? Ach, jetzt habe ich gemoved. Ich wollte nicht moven, ich wollte doch angreifen. Ich muss genau gucken, wo ich hinklicke. So. Und wenn er eben out of range ist, gehen wir so nah ran, wie es geht, aber können ihn halt nicht treffen. Alter, sie hat ja total wenig... Estelle hat ja total wenig Movement. Die kann ja irgendwie nur so 2 Felder laufen. Na gut, Joshua regelt. That's that then. Let's move out. Juicy Bone bekommen wir, also Items können Gegner immer fallen lassen. Dann bekommen wir Zephys von den Gegnern, und zwar immer random, glaube ich, welche da man kriegt. Das heißt, je mehr Gegner wir killen, desto schneller können wir unsere Slots freischalten und uns mit Quarz ausrüsten. Und EP bekommt man natürlich auch. Okay, das war der erste Kampf. Noch sehr simpel, aber so wie ich die Legend of Heroes und dann noch auf Hard kenne, wird es sehr schnell... Was ist denn das hier? Achso, das ist das Monsterbuch. Es wird sehr schnell sehr schwer. Das ist ein Schwarm von irgendwelchen Fliegedingern. Here comes some more. Depending on the enemy, some physical attacks may be ineffective. Let's use arts, not physical attacks. Okay. Arts are effective on enemies that are good at avoiding physical attacks. Arts also make long-range attacks possible, but they require time to be cast. EP is consumed when arts are used. EP can be recovered by resting at inn, sortels, or by using charge stations and other items like an EP charge. Gut. Das zweite Kampfelement kommt jetzt, und zwar nicht Attack, sondern Arts. Are effective against foes which are difficult to hit with a weapon or those on which physical attacks have little effect. It takes time before arts can be cast, also EP is consumed. All arts have an element. Determine the element most effective against your foe and use it. Genau, es ist ja nämlich auch irgendwie... Ah, okay, das sieht man jetzt so schon direkt. Elemental Efficiency ist alles auf 100, deswegen macht es in dem Fall auch keine Rolle. Deswegen spielt es in dem Fall auch keine Rolle, was wir hier benutzen.
Elemental Efficiency ist überall bei 100. Okay, die Tutorial-Monster scheinen einen noch nicht anzugreifen. Die können uns hier also noch nicht angreifen. Aber da wird bestimmt gleich irgendwie nochmal ein Gegner kommen, der das kann. Zack. Okay, Arzt, sehr effektiv. Dann hätten wir das auch geschafft. Habe ich jetzt hier irgendwas übersehen? Ich will wirklich... Nee, da war nur die Augment, die Station. Ja genau, Augment Station zum Aufladen. So, und jetzt hier, von hinten. Dann haben wir einen Vorteil. Estelle, let's try using crafts this time around. Since crafts have other effects besides just dealing out damage, they are worth a shot. Roger that. Crafts have range limits, but can be utilized instantly. CP is gained by dealing out or receiving damage during battle. Genau. Dann ist jetzt das dritte Kampfelement, und zwar die Crafts. Are character-specific skills which not only deal out damage, but also have a broad range of effects. Using crafts consumes CP. CP is gradually gained by dealing out or receiving damage in battle. Moral haben wir hier. Oh, Strength plus 20%. Damit können wir uns also boosten. Damit können wir uns und unseren Mate boosten. Das war auch schon ein Grundcraft, den man in Trades of Cold hatte. Und Dual Strike, treffen wir damit beide? Ne, einen. Aber dafür wahrscheinlich sehr hart. Ja, zweimal angreifen. Und jetzt greift der Gegner auch tatsächlich an. Mist, aber direkt. Sehr nice. Aber jetzt kann ich ja in der Theorie einfach das normal angreifen. Weil das für den Lappen da ausreichen wird. Muss ich nicht mehr CP benutzen als unbedingt notwendig. So, jetzt haben wir hier eine Wegteilung. Was haben wir hier oben? Eine Chest. Nice. Reviving Balm. Zum Wiederbeleben, schätze ich einfach mal. The door is rusted and appears to be locked. Okay, da geht's nicht weiter. Aber hier ist nochmal ein Gegner. Oh, what a surprise. Another creepy thing. I wish there were an easier way to take care of them. One blow using an S-Craft or S-Break should do the trick for just about any enemy. The catch is our CP has to be at least 100 to pull off one of these moves. These devastating attacks can only be unleashed when the CP gauge is above 100. S-Breaks are actions which allow S-Crafts to be immediately unleashed while ignoring the battle order. S-Crafts which are unleashed as S-Breaks can be changed by going to Tactics and then set S-Breaks with the main menu. Okay, also ein S-Craft bei 100 CP. Eine sehr, sehr kranke Möglichkeit, gleich alle Gegner komplett... Ah, okay. Es gibt auch den Speed-Mode, der ist auf Alt, wenn ich Alt gedrückt halte. Okay, ich muss jetzt hier natürlich erstmal selber so ein bisschen reinfinden. Normalerweise in Trades of Cold Steel konnte man auch Shift auch... These are actions which allow S-Crafts to be immediately unleashed. Genau. S-Crafts which will be used as S-Breaks can be changed going to Tactics and then set S-Breaks within the main menu. Press the brake button to unleash S-Breaks. Now press the brake button and unleash S-Break. If you are using a keyboard, you may use the number 1 to 5 number keys or the arrow keys. Also zack, auf 1. Und, aber ach so, ist aber nur für einen? Das ist eine extrem starke Attacke. Aber dass sie tatsächlich nur einen damit trifft, hat mich jetzt doch überrascht. Im Regelfall trifft man damit mehrere. Eigentlich alle. Also das... Hier, zack, wir machen mal seinen S-Craft gleich auch noch. Trifft auch aber nur einen damit. In der Regel sind es Flächenattacken, aber hier in dem Fall treffen wir nur einen. Joshua ist schon sehr gut im Ausweichen. Das ist sehr gut, weil das wahrscheinlich mein Evasion-Tank sein wird. Also dementsprechend einer, der sehr viel ausweichen wird. Und immer relativ weit vorne stehen wird. Curative Horn. Juicy Bone. Oh, ein Monster, was eine Truhe bewacht. Unbedingt ran. So that's the treasure chest we are after. Oh, das ist schon die Quest-Chest. If we've made it this far, the rest is gonna be a piece of cake. Seems like we've got a little briefing room at least. Let's pay close attention to our battle order this time. There should be a number of ways to get more melee out of your actions.
During battle there are several bonuses which can be allotted to turns. Turn bonuses have the same effect regardless of whether they are allotted to an ally or a foe. Using S-Breaks to ignore the battle order makes it easy to jump in and strip an enemy of their turn bonus. Okay. Jetzt kommen die Turn bonuses noch mit dazu. These icons indicate the bonuses allotted to the battle order. If a bonus icon appears next to the character's icon, they will receive that bonus. Und dann haben wir hier halt, ne, dass man sich healt, dass man Zephyrs bekommt. Dementsprechend der Bonus, wenn er daneben steht. So, und wenn wir jetzt natürlich hier einen S-Break benutzen und sofort rankommen und der würde in der nächsten Runde zum Beispiel geheilt werden, dann werden wir natürlich stattdessen geheilt, ist ja klar. So, damit treffe ich nur einen. Das mache ich trotzdem mal. Kannst du einen Craft benutzen? Nee, kostet 20, das geht nicht. Soul Blur trifft auch sowieso nur einen, dann würde ich einfach mal... Ja, wir greifen mal mit Joshua ganz normal an. Ach ja, natürlich ist ein Miss. Och man. Alter, und die machen auch so die... Oh Gott. Oh Gott, what the fuck? Die machen ja viel zu viel Damage. Was ist das denn? Oh, oh, oh. Das ist der erste schwere Kampf, glaube ich. Dual Strike. Dann ist der down. Sie... Wäre mal ganz gut, wenn sie sich heilt. Aber... Ach, sie kommt direkt danach an. Sehr gut. Tut mir leid, ich bin noch ein bisschen krank. Hört man vielleicht auch. Alter, sie sitzt da jetzt... Oh Gott, sie sitzt jetzt da so ein bisschen... Gott sei Dank teilen die sich gerade auf. Und der da hinten macht Gott sei Dank nichts. Ah, immer noch nicht gestorben. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Du heilst mal bitte, Joshua. Wir müssen hier sehr viel mit Heilung arbeiten. Mit Heilungsarts. Die sind sehr wichtig. Seht aber, die nämlich verdammt viel Damage jetzt zu machen. Alter, WTF. Ich kann gleich nochmal heilen. Mit ihr kann ich gleich nochmal heilen. Und er... macht nochmal Dual Strike. Ach, scheiße, war der falsche. Ah, nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Wir kommen jetzt hier mal langsam rein. So, du kannst jetzt mal angreifen. Sind ja beide low. Dann geht der schon mal down. Das ist in Ordnung. Dann sind die beiden nämlich tot. Jetzt ist nur noch der da vorne. Dann move du mal schon mal in die Richtung. Und mit ihr werden wir trotzdem nochmal eine Heilung durchführen. Auch wenn sie jetzt gerade schon mal geheilt wurde. So, was ich mich gerade frage ist, ob ich von da hinten aus mit einem Feuerball treffe. Ja, treffe ich tatsächlich. Die funktionieren über eine sehr, sehr lange Range. So wie es in Trails of Cold Steel auch war. So, und das dürfte jetzt hoffentlich auch ausreichen. Na, noch nicht ganz, aber er wird jetzt finishen. Sehr gut. Ich sehe aber schon, in welche Richtung das geht mit Hard, Alter. Ich habe gar keinen Bock. Ich habe jetzt schon gar keinen Bock auf die Bossfights, ey. Die Bossfights wären ja total schwer. Ich sehe mich da jetzt schon verzweifeln. Small Box mal 2. That's weird. There's a couple of boxes inside the treasure chest. The fact that there's not just one but two is kinda interesting too. Wonder what's inside? Remember, Estelle, our mission is to search and retrieve only. I'm pretty sure looking inside those boxes doesn't fall under our mission objective. You're no fun at all, Joshua. This has nothing to do with our mission. It's what I like to call good, honest curiosity. You know we're the only ones down here. We can get away with a teensy-weensy peek, right? Er ist gar nicht überzeugt. If you feel like flunking today's test, then by all means be my guest. Did you just say the F-word? Yep. Opening one of those boxes could result in an automatic fail for the both of us. If this were a real job, the contents of those boxes would belong to the client. And as long as they were nothing illegal, we would have no right to open them. I know you're right, Joshua, but I just can't help myself. If you absolutely have to know what's inside, why not ask Miss Shearer when we get back?
But for now we need to focus on getting out of here. Alright, alright. Manchmal muss man das auch einfach mal die Neugier zurückstecken. Auch wenn ich auch ein generell eher neugieriger Mensch bin. Okay, man kommt da auch jetzt nicht. Ich dachte, das ist vielleicht der Ausgang, aber dann doch nicht. Dann müssen wir vielleicht doch den Weg wieder zurück. Da war die Truhe, ne? Ja. Ich glaube, wir haben jetzt hier auch alles gesehen. Dann können wir hier auf jeden Fall einmal EP auffüllen. Warum nicht? Dann können wir wieder hoch. Good work, you two. As a rule of training, I'm going to need to confirm the items in your possession. Yep, they're the real deal, alright. I don't see any evidence of tampering either. That was a close one. I figured she would try and set us up like that. Congratulations to the both of you, you have successfully passed your qualification test. You didn't really think something that simple would be a problem for us, did you? So, Shara, what's in those boxes you had us to get? That's for me to know and for you to find out. After your training is finished. That's enough chit-chat for now, let's get back to work. You two still have some things left to do. Seriously? But didn't you just say that we passed the test? You still have to learn about how to report the results of your work. I'm aware that you're both tired, but this is no time to shirk your duties. Let's get back to the guild. When is this day going to be over? Oh well, no sense in giving up when the finish line is in sight. Agreed. It seems like we're within reaching distance of our goal. Your final training is how to report to the guild. Whenever you finish the job, it is your duty to report the results of your work to the guild. Reporting how you resolved the situation and the steps you took to get there are all part of your job as a bracer. You can report your results at the front desk in each guild branch. As you already know by now, Aina is in charge here at the Roland branch. In addition, this is where you will be paid for your work. I look forward to seeing great things from the both of you. Now that we're here, why don't you both go ahead and report the results of today's training? Upon approaching the counter, a talk mark will appear. Pressing the OK button will display a list of options. Select Report to report to the guild. Ja, ganz simpel einfach. Quests, die man gemacht hat, auch berichten gehen und die Belohnung einsacken. Genau das wollen wir machen. So, Payment received für Training. 500 und ein BP. Current Rank ist Junior Bracer. 9th Class. Klasse 9. Damit können wir wohl in der Klasse dann auch noch absteigen, neben dem Geld, was wir dafür kriegen. Good job, you two. It seems like you were able to complete your objective without running into any major problems. Another thing to take note of is that depending on how you handle the job, you may see an increase or decrease in the amount of pay you receive. When you report the results of your work to the guild, pay in the form of Mira isn't the only thing you will receive. You will also accumulate points which are known as BP, Bracer Points. Bracer Points are an indication of your achievements as a Bracer. When these points exceed a certain value, you will advance in your rank as a Bracer and be awarded with a piece of special equipment by the guild. Genau deswegen hat sich schon immer bei The Legend of Heroes, zumindest nach meinen Erfahrungen, auch gut gemacht, wenn man wirklich jede Quest abschließt und jede Quest macht, die man finden kann. Man sollte nichts vernachlässigen und man sollte alles untersuchen, weil man wird es wirklich brauchen. Und genau das werden wir auch tun. The ranks of a junior bracer start at 9 and go all the way up to 1. Please set your sights on making first rank and work hard. The amount of Mira and BP you receive will also be recorded in your bracer notebooks, so please have a look sometime later on. All that's left to do now is finalize your training. Let's head back upstairs, shall we? I'll talk to you later, Aina, and sorry about putting more work on your plate today than usual. Don't worry about it, training new bracers is important for the future of the guild. I fully intend to work these two to the bone in any case. To the bone? And knowing Shara, it'll involve the whip. Oh god. Let me say it again, good work you two. You have now officially completed the entire training course. From now on, you will be learning from your own real-world experience. Well then. Sherazade holds out 2 small boxes. Aren't those boxes the ones? In answer to your question, yes, these are the boxes you retrieved during today's test. You seem awfully curious to find out what's inside, Estelle. Da ist bestimmt ein Ring drin. Bestimmt, weil... Oder irgendwie ein Ausrüstungsgegenstand.
Weil man kann nämlich noch Schmuck tragen neben der Rüstung und die geben dann nochmal so zusätzliche Effekte. Würde als letzte Lektion ganz gut passen. Are you saying that it's okay if we open them? That's right. Why don't the both of you have a look and see what's inside? Sweet. Alright, let's have a look. Estelle and Joshua open the boxes. Received Junior Bracer Emblem. Okay, doch nicht. Was ist das denn? This crest is... So, does this mean we're... Aha. Estelle Bright, Joshua Bright. Ah, die haben auch denselben Nachnamen. Also der wurde sozusagen in die Familie aufgenommen, der Junge. Obwohl die den überhaupt nicht gekannt haben, ist er quasi sozusagen in die Familie somit aufgenommen worden. Beginning this day at 15:00 hours, you are both Ferriby appointed as junior bracers within the Bracer Guild. From here on, you will work as members of the Bracer Guild to support the livelihood of those around you, defend peace and uphold justice. Congratulations, you two, and welcome into the fort. Did you hear that, Joshua? We've become members of the Bracer Guild. So I'm a bracer now, huh? I think the realization is only now just beginning to sink in. Come on, Joshua. You should be jumping for joy or running around and screaming at the top of your lungs like this. Look at us now, world, we did it! I was happy until you made my eardrums bleed. I hate to interrupt the celebrations, Estelle, but I need to take off for now. I have some backed up work that needs my immediate attention. We understand. You have been spending a lot of extra hours working for us during this busy time for the guild. Before you head out, Shira, I just wanted to say thanks. Likewise. I appreciate all the trouble you've gone through for us, Shira. Don't mention it. Training new recruits is one of Bracer's many duties. Believe it or not, I was once in your shoes a long time ago when your father Cassius trained me. So that's why you have so much respect for my dad, huh? There's actually much more to it than that, but I'll save that conversation for another day. As for the both of you, work hard to become full-fledged bracers early on so you can help guide those new recruits who come after yourselves. And in time I hope to see both become respectable bracers like your father. Anyway, I'll leave you with that thought. I just don't get it. Get what? This is Sherazade, aka the Silver Streak, one of the most skilled young bracers we're talking about. So why is it that she holds that in such high esteem? He just seems like nothing more than a no-good middle-aged man who's always out doing who knows what instead of being a father. A no-good middle-aged man, huh? From your viewpoint, it doesn't come as a surprise that you would see him in that fashion. Huh? Never mind. Let's hurry and head home. We should let Dad know that we qualified as Junior Bracers. Right. Dad wird im nächsten Part davon erfahren, dass wir es in die Bracer-Gilde geschafft haben. Wenn ihr auch schon auf seine Reaktion gespannt seid, dann schaltet im nächsten Part wieder ein. Bis dahin, Leute, und ciao!